Patienten, liebe Ärzte, mein Name ist Pit Yang. Ich bin Professor für Neurologie und Neurogenetik und habe mich seit mittlerweile über 20 Jahren mit CMT-Erkrankungen beschäftigt. Ich bin selber ausgebildet als Neurologe, das heißt, ich habe mich immer um Erkrankungen der Nerven, insbesondere aber auch der peripheren Nerven gekümmert. Periphere Nerven sind die Nerven in den Händen und den Armen. Wir trennen ja davon ab, das zentrale Nervensystem, das ist das Gehirn und das Rückenmark. Ich bin schon als ich sehr jung war, mit CMT-Erkrankungen in Verbindung gekommen und habe an der Universität in Münster meine Ausbildung als Neurologe begonnen und haben dort ganz früh schon mit CMT-Patienten und großen Familien mit CMT-Erkrankungen mich beschäftigt. Ich habe mich immer tatsächlich um Patienten gekümmert, die CMT erkrankt sind. Wir hatten in Deutschland lange Zeit in Münster eine der größten, sagen wir, Ansammlungen von CMT-Patienten in einer Spezialambulanz. Und ich habe auch zu CMT meine gesamte Forschung gemacht. Ich bin habilitiert, das heißt, ich bin Professor und habe mich dort im Bereich der CMT-Erkrankungen immer auch im Bereich meiner Professur beschäftigt und insbesondere auch um die Genetik der Erkrankung. Ich war 2 Jahre selber in Zürich in einem biologischen Labor, wo ich molekulare Grundlagen von CMT-Erkrankungen bei Professor Uli Suter studiert habe. Jetzt bin ich mittlerweile seit 2 Jahren in einer großen Rehabilitationsklinik in Süddeutschland, in Bayern, wo ich neben der Rehabilitation von Patienten mit neurologischen Erkrankungen mich insbesondere auch um Patienten kümmere, die zum Beispiel CMT-Erkrankungen haben, wo wir spezielle Programme für CMT-Patienten versuchen zu entwickeln. Das heißt, ich mich seit vielen Jahren mit einer Erkrankung, die eigentlich in der Neurologie zwar viele Neurologen kennen und auch gar nicht so selten ist, obwohl sie immer noch eine seltene Erkrankung ist, aber die CMT-Erkrankung, und wir sprechen immer von CMT, für was steht das? CMT steht für Charcot-Marie-Tooth, das sind die 3 Erstbeschreiber der Erkrankung. CMT-Erkrankung ist erstmal nichts anderes. Augen kennen Polyneuropathien aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Eine Polyneuropathie, die nicht genetisch ist, kann zum Beispiel auf dem Boden einer Stoffwechselerkrankung stehen. Die häufigste Stoffwechselerkrankung ist die Zuckerkrankheit, aber sie kann auch zum Beispiel bei schwerem chronischen Alkoholgebrauch entstehen. Sie kann auch bei Erkrankungen wie zum Beispiel anderen Stoffwechselerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen auftreten oder zum Beispiel auch im Rahmen von Tumorerkrankungen als Begleiterkrankung auftreten. Aber bei den CMT-Erkrankungen haben wir was anderes. Wir haben eine genetische Erkrankung und ich will gar nicht jetzt auf die einzelnen genetischen Unterformen erstmal eingehen, aber was ist die Erkrankung selber? CMT, habe ich gesagt, ist eine Polyneuropathie. Ein peripherer Nerv ist sozusagen ein Kabel, der in unseren Armen und Beinen, der vom Rückenmark bis in die Hände läuft oder in die Beine. Und dieser Nerv verhält sich eigentlich wie ein Kabel. Er hat nämlich innen drin die eigentliche Nervenstruktur und drumherum, das, was sonst in einem Kabel zu finden ist, was das Plastik ist, ist bei einem Nerv die Fettsubstanz. Die wird gebildet von speziellen Zellen. Und bei einer Polyneuropathie, egal ob sie jetzt genetisch oder erworben ist, sondern bei einer Stoffwechselerkrankung, kommt es zu einer Zerstörung dieser Strukturen, also des Kabels oder auch der Umhüllungsstruktur, der Isolationsstruktur. Und das macht dann das Bild einer Erkrankung wie der CMT aus. Menschen mit einer CMT können anfangs eben erstmalig vielleicht nur kleine Gefühlsstörungen in den Füßen haben oder eine Kraftlosigkeit. Warum das? Weil die Nerven als Kabel einerseits die Muskulatur versorgen, das für das Gefühl zuständig sind und für, was wir in der Neurologie als vegetative oder autonome Symptome bezeichnen, Schwitzen zum Beispiel, Gänsehautentstehung, also das heißt, wenn die Haare sich aufstellen, dafür brauchen wir das autonome Nervensystem und das wird von unterschiedlichen Kabeln, aber immer von Nerven vermittelt. Und bei CMT kommt es dazu, wie bei anderen Polyneuropathien auch, dass sich diese Kabel zurückbilden, dass sie gestört werden, dass sie kaputt gehen. Und wenn so ein Kabel kaputt geht, kommt es zu Empfindungsstörungen, zu Abbau der Muskulatur, weil
ein Nerv immer auch den Muskel versorgt. Und wenn der Muskel nicht mehr vom Nerv versorgt wird, dann kommt es leider auch zum Rückgang der Muskulatur. Und es kann auch sein, dass autonome Symptome auftreten, zum Beispiel, dass man nicht mehr so viel schwitzen kann oder in seltenen Fällen sogar vermehrt schwitzt. Und das Besondere jetzt noch an dieser Erkrankung, an Polyneuropathien überhaupt, das gilt aber auch für CMT, ist, dass es anfängt dort, wo die Kabel am allerlängsten sind. Das heißt, wo sie am allerlängsten von der Körpermitte entfernt sind. Das heißt, typischerweise in den Zehenspitzen und den Füßen und auch irgendwann in den Händen. Das kann zumindest auftreten. Weil je länger das Kabel ist, desto schwerer ist in der ganz weit entfernten Spitze dieses Kabels die Versorgung, die Ernährung aufrechtzuerhalten. Und deswegen sind diese gesamten Gruppen von Polyneuropathien dort besonders ausgeprägt, wo das Kabel erstmal am längsten ist. Und es kommt dann zu einem weiteren Fortschreiten in die sozusagen körpernäheren Regionen. Und deswegen haben wir diese Hauptsymptome bei CMT, sind Gefühlsstörungen, Schwäche der Muskulatur und eventuell sogenannte autonome Störungen. Und was dann auftreten kann, ist noch, dass sich die knöchernen Strukturen, also die Füße zum Beispiel verändern, weil auch die Füße, die Knochen, die Fußstellung mit davon abhängig ist, wie die Muskulatur funktioniert und aber auch, wie der Knochen aus dem Umfeld der Nerven mit Nährstoffen und ernährt wird. Also insofern kann es bei diesen Erkrankungen auch zu Fußveränderungen kommen. Wenn ich das so zusammenfasse, dann kann ich sagen, dass die CMT-Erkrankungen eben Erkrankungen sind, die erstmal aussehen wie eine Polyneuropathie, die auf Grundlage zum Beispiel von der Stoffwechselstörung entstanden ist. Aber es gibt natürlich dann Hinweise, die auf eine CMT-Erkrankung deuten und wo man auch lernen kann daraus. Und um diese Dinge spezieller zu CMT hinzubringen, das heißt, auf den Gedanken zu kommen, zum Beispiel, wenn ich als Patient oder als Arzt einen Patienten habe, der eine Polyneuropathie hat, dazu wird mir Ingolf Pernice jetzt einige Fragen stellen, um vielleicht für Sie noch konkreter erlebbar machen, was ist das Besondere an CMT-Erkrankungen unter der großen Gruppe der Polyneuropathien. Und deswegen freue ich mich jetzt auf die Fragen von Ingolf Pernice zu dem Thema CMT. Mein besonderes Interesse an CMT ist tatsächlich darin geboren, dass ich den ersten oder ein, zwei Patienten in meiner Laufbahn, ich war, glaube ich, gerade ein Jahr in der Klinik, erlebt habe und es ungemein spannend fand, dass ein Patient, der eben noch nicht 70 oder 80 ist, so wie ein Großteil der Polyneuropathien sehen, sondern einen jungen Patienten mit 22 oder 23 war es, glaube ich, gesehen habe, der das Bild einer Polyneuropathie hat, was ich aus den Lehrbüchern eigentlich nur von älteren Patienten mit Zuckerkrankheit hatte. Und dann zum anderen auch in der weiteren Frage, in der Anamnese bei diesen Patienten hören musste, dass in der Familie noch mehrere Mitglieder sind, die solche Symptome haben. Und das hat tatsächlich mit mein Interesse geweckt, weil ich das sehr spannend fand und fast unvorstellbar, dass ein einzelnes Gen so eine doch übergeordnete Erkrankung machen kann. Also mich hat besonders zum CMT gebracht tatsächlich die jungen Patienten, die jüngeren Patienten, die betroffen waren in der Schwere der Erkrankung und dass es sich um eine genetische Erkrankung handelte. Aber man muss auch ehrlich sein, ich hatte auch ein bisschen Glück. Ich hatte einen damaligen Mentor, der sich sehr interessiert hat für die Genetik von Erkrankungen. Ich habe Anfang der 90er Jahre ja angefangen, medizinisch zu arbeiten. Das war sozusagen das große Zeitalter der genetischen Diagnostik. Insofern kamen da einige Glücksfälle zusammen. Aber ehrlich gesagt, am allermeisten hat mich tatsächlich das klinische Bild im Zusammenhang mit den genetischen Hintergründen bei dieser Erkrankung zur CMT bringen lassen. Und nach wie vor, es sind jetzt sozusagen, ich glaube, meinen ersten CMT-Patienten habe ich vor 23 Jahren gesehen, von diesen beiden Jüngern, von denen ich berichtet habe. Und nach wie vor ist es eine Erkrankung, die mich weiter ungemein fasziniert und ich auch sehr spannend finde und auch natürlich immer wieder atemberaubend finde, wie viel genetische Erkenntnis wir mittlerweile bei dieser Erkrankung gewonnen haben. Bei CMT ist eine Frage meines Erachtens die allerwichtigste. Das ist tatsächlich, gibt es Betroffene in der Familie? Auch wir wissen, es gibt in der Genetik ja einerseits diese
dominanten Erbgänge. Das bedeutet, Vater und Mutter müssen nicht beide erkranken. Es reicht, wenn einer erkrankt ist, das Gen wird weitergegeben und wird die Erkrankung ausbrechen lassen. Das ist ein sogenannter dominanter Erbgang. Es gibt auch rezessive Erbgänge. Da sind Vater und Mutter tragen das Gen, sind selber nicht betroffen. Da würde mir die Frage also nicht viel weiterhelfen. Aber bei den dominanten Erbgängen und mehr als 70% der CMT-Erkrankungen sind sogenannt autosomal dominant vererbt, haben wir in der Regel auch Betroffene in der Familie. Also der Punkt, den ich immer frage, gibt es in der Familie andere, die ähnliche Symptome haben? Das ist das Erste. Das macht es mir dann sehr einfach. Wenn dem so ist, dann ist eigentlich diese Frage schon, dann kann ich schon sagen, das muss zu 99% eine CMT-Erkrankung sein. Das ist der einfache Fall. Der andere Fall ist, und da muss ich jetzt wieder unterscheiden, wenn jetzt zum Beispiel ein rezessiver Erbgang ist oder ein Patient kennt seine Familie nicht so gut, dann gibt es zwei Dinge, die mir auf jeden Fall mithelfen können. Das ist bei dem jungen Patient, sage ich mal, zwischen 20 und 30, dann ist es so, dass ich immer frage, gibt es eventuell sogar schon in dem Kleinkindalter, in der Jugend Symptome, die komisch waren. Nächtliche Wadenkrämpfe, Füße, die komisch aussehen, der sogenannte Hohlfuß, oder auch zum Beispiel, das weiß man auch, dass bei CMT-Patienten, bei Kindern, die dann später eigentlich das Vollbild einer CMT zeigen, also ich meine so mit 17, 18 oder mit 20, dass die zum Beispiel als Kinder schon sehr viel auf Zehenspitzen gelaufen sind oder sehr häufig über Muskelkater nach Muskelbelastung gefragt haben. Das heißt also, der jüngere Patient, der zu mir kommt, wird sofort gefragt, wie war das in der Kindheit? Das ist die zweitschwierigste Situation. Die allerschwierigste Situation sind in der Regel die Patienten oder Patienten, die schon ein höheres Lebensalter haben. Und wir mussten ja lernen, dass CMT durchaus nicht erst im Kindesalter auftreten kann, sondern auch erst sichtbar werden kann mit 50 oder 60. Das sind wirklich schwere Fälle. Da ist es so, dass ich in der Regel natürlich auch als Neurologe immer daran denken muss, dass es nicht CMT sein kann, nämlich zum Beispiel eine durch Stoffwechselstörung bedingte Erkrankung. Das heißt, da muss ich erst gucken, wie sieht es mit den Stoffwechselfunktionen aus. Aber auch hier hilft die Frage nach möglicherweise anderen Verwandten, die sowas mal hatten. Und dann kommt man nicht sagen, ja, meine Oma, da ist berichtet worden, dass sie früher einen sogenannten Klumpfuß hatte. Also das, was wir als Ballenhohlfuß heutzutage bezeichnen. Oder dass Patienten sagen, ja, wissen Sie was, Herr Young, ich habe zwar jetzt erst die Schwäche in den Beinen, aber ich habe schon seit 30 Jahren zum Beispiel Wadenkrämpfe, ausgeprägte Wadenkrämpfe. Um das jetzt nochmal Ihre Frage zusammenfassen, also ganz wichtige Frage ist immer nach einer Familienanamnese zu fragen. Also gibt es Betroffene in der Familie? Frühe Symptome, Wadenkrämpfe, Fußdeformitäten, Fußveränderungen oder auch komisches Verhalten als Kind, zum Beispiel als man laufen lernte. Und der dritte Aspekt, den man immer fragen muss, natürlich sind andere Ursachen schon untersucht worden und dann auch auf die Fragen zurückzukommen, wie zum Beispiel, gibt es in der Kindheit oder Jugend schon Symptome und wie sieht es mit der Familienamnese aus? Und in der Regel führt mich das dann doch sehr häufig zur Idee, dass das eine genetisch bedingte, also eine CMT-Erkrankung sein könnte. Es gibt in der Medizin einen guten Satz oder Merksatz, ich sehe nur das, was ich kenne. Also das ist sicherlich das erste Problem. CMT ist ja eine seltene Erkrankung. Wir sagen, die Häufigkeit liegt so bei 1 zu 2500. Damit ist es bereits eine seltene Erkrankung epidemiologisch. Und es ist eben so, ich kann eigentlich nur das erkennen, was ich kenne. Also wo ich als Student oder in meiner gesamten Laufbahn schon mal drauf gestoßen bin. Das ist sicherlich ein Punkt. Es gibt nach wie vor nicht ausreichendes Wissen in der Ärzteschaft über CMT-Erkrankungen. Das macht sie eben auch dann schwieriger zu diagnostizieren. Ein anderer Punkt ist, das hat auch mit der Erkenntnis zu tun, dass die Kolleginnen und Kollegen möglicherweise sich nicht gut genug auskennen. Das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll. Wir wissen, in der Neurologie gibt es unglaublich viele Erkrankungen, aber es ist eben auch so, dass viele Menschen in der Neurologie sich nach wie vor nicht vorstellen können, dass eine genetische Erkrankung eben nicht schon im Kleinkindesalter Symptome zeigt, sondern erst mit 40, 50 oder 60 oder sogar erst mit 8 verhindert auch oft das Denken an CMT.
Dritter Punkt ist, für die Menschen, die möglicherweise CMT kennen, oder Neurologinnen und Neurologen, die CMT kennen, ist abgespeichert, CMT kann man sowieso nicht behandeln. Das heißt, auf dem Schirm, wie man so schön sagt, sozusagen das, was ich so vor mir, vor inneren Auge habe, sind diabetische Neuropathien, Polyneuropathien oder eventuell auch Immunneuropathien, das heißt die, die ich auch behandeln kann. Das heißt, man hat eine gewisse Scheuklappe auf und sieht nur das, was man sehen möchte, weil man sagt, das kann ich auch behandeln. Und der vierte Punkt, und das ist der Punkt, der sich von der Symptomatik darstellt. Wir haben eben bei CMT-Erkrankungen, ich komme da zurück auf meinen Eingangsvortrag oder Statement, wir haben bei Nerven, die betroffen sind. Es kann der Nerv für den Muskel sein, es kann der Gefühlsnerv sein, die Gefühlsnerven oder die für das autonome Nervensystem oder eine Mischung oder eine Kombination, mehr das, mehr das. Dadurch haben wir natürlich unterschiedliche Konstellationen und wir haben leider nicht, so wie es vielleicht anfangs klang, ein ganz klassisches Bild, was immer gleich ist, sondern das kann erschwert sein. Und deswegen ist es für Kolleginnen und Kollegen manchmal schwierig zu unterscheiden, ist das jetzt eine motorische Polyneuropathie, die eine besondere Form der CMT sein kann, ist es eine gemischte oder ist es eine sensible Form? Und das führt auch dazu, dass aufgrund des bunten Bildes von CMT-Erkrankungen unter anderen Kolleginnen und Kollegen nicht genau wissen, was es gar nicht daran denken. Aber das Allerwichtigste, und da ist, glaube ich, nach wie vor sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, ist, dass Ärztinnen und Ärzte, Neurologinnen und Neurologen sich mehr über CMT kennen. Wir wissen, dass das sehr gut funktioniert, auch bei Erkrankungen, die noch seltener sind. Ich nenne zum Beispiel die Pompe-Muskelerkrankung. Das ist eine Erkrankung, die ist 50-fach seltener als das CMT. Kolleginnen und Kollegen hören da in ihrer Ausbildung noch weniger von. Aber wenn man plötzlich anfängt zu sprechen, weil es eine Therapie gibt, kennen plötzlich irgendwann immer mehr Menschen, immer mehr Kolleginnen und Kollegen die Erkrankung. Und ich glaube, CMT, wir müssen weiterhin noch mehr über CMT in der Ärzteschaft sprechen, damit sie bekannt wird und nach dem Motto, was ich kenne, das kann ich auch erkennen. CMT-Erkrankungen haben in der Regel, auch wenn es ein buntes Bild sein kann, ein typisches Symptom. Die Symptome fangen in den Füßen an und können Brennen, Kribbeln, Schwäche, Ermüdung, schwere Gefühl der Beine sein. Und das ganz Typische ist erstmal, dass diese Symptome bei Menschen auftreten, die eigentlich wegen anderer Neuropathien noch gar nicht so belastet sind. Oft eben der zwischen 20-, 30-Jährige oder sogar auch schon der Teenie, der über solche Symptome klagt. Und das sind in der Regel die Erstsymptome. Also an den Füßen, an den Zehen, Fußsohlen, Gefühlsstörung und Muskelschwäche, die oft sich mehr in Muskelkrämpfen oder auch Ermüdung auszeichnet. Und etwa 60-70% der Patienten mit CMT-Erkrankungen haben Veränderungen der Fußform. Dass sie also früher schon Einlagen tragen mussten oder auch das Gefühl hatten, dass die Füße sich nicht ganz so gut bewegen lassen, weil sie doch knöchern auch Veränderungen haben oder spezielle Schuhe auch tragen müssen. Das ist so eine ganz typische Konstellation für Patienten mit CMT. Der typische Verlauf der CMT-Erkrankung ist in der Regel ein langsamer Verlauf. Das heißt, wir haben oft, zum Beispiel in der Jugend oder in frühen 20er Jahren, dann relativ rasche Zunahme von Beschwerden, nämlich eine Verschmächtigung der Wadenmuskulatur, eine schnelle Ermüdung der Muskulatur, möglicherweise Taubheit in den Füßen. Und dann nach einigen Jahren kommt es eher zu einem langsameren Verlauf. Dann zum Beispiel innerhalb von 20 Jahren unter Umständen Auftreten von Handstörungen, das heißt Gefühlsstörungen in den Händen, Schwäche in den Händen. In der Regel, und ich spreche jetzt von den häufigeren CMT-Formen, hört die Erkrankung an den Armen, geht sie von den Fingerspitzen bis zu den Ellbogen und an den Füßen bis zum Kniegelenk etwa. Es können dann im weiteren Verlauf schon auch noch Schwäche der Oberschenkelmuskulatur oder der Schultergürtelmuskulatur dazukommen, aber in der Regel, und das nennen wir eine distale, das heißt die Muskelgruppen, die vom
Körperstamm entfernt sind, sind am stärksten betroffen. Und das ist auch eine typische Verlaufsform. Und ich spreche jetzt nicht von den Formen, die Einzelformen sind, besonders schwere. Es gibt auch besonders schwere Formen, wo die Patientinnen und Patienten dann am Ende im Rollstuhl sitzen. Aber in der Regel muss man erstmal sagen, als Gros der CMT-Erkrankung muss nicht im Rollstuhl sitzen, weil die Muskulatur der Oberschenkel noch in Ordnung ist. Das heißt, Laufen ist möglich. Und deswegen kann man sagen, ein typisches Bild, ganz klassischer Verlauf, ist der Fallfuß, das Problem, den Fuß hochzuheben, dann möglicherweise in zunehmenden Jahren auch Auftreten der Hände und eben nicht eine schwere Rollstuhlpflichtigkeit oder Ähnliches. Ich skizziere mal zwei Beispiele. Eines der typischen Beispiele ist möglicherweise der 10, 12, 13-jährige Junge, der vor allem dadurch auffällt, dass die Füße sich verändern oder vielleicht auch schon in der früheren Kindheit komische Füße hat, wo die Eltern sagen, oh, da ist die Fußstellung so komisch, der Fuß wird krummer, die Zehen es kommt zu Krallenzehen. Und da ist es so, das erleben wir immer wieder, als erstes werden diese jungen Patienten bei orthopädischen Kollegen vorgestellt. Es wäre genauso sinnvoll, diese Patienten sofort bei einem Neurologin oder Neurologen vorzustellen. Das heißt, meine Empfehlung wäre, wenn sowas besteht, immer den Neurologen mit im Hinterkopf zu haben oder sich sogar auch mal zu trauen, als erstes zum Neurologen zu gehen, weil, das muss man durchaus sagen, die Neurologinnen und Neurologen kennen die Erkrankung in der Regel besser als Orthopädinnen oder Orthopäden. Aber, wie gesagt, es ist meine Empfehlung. Dann ein anderes Beispiel, das ist der mit 40-jährige Patient, der unter Umständen auch so ein bisschen Fußveränderungen hat, aber merkt, das fängt an zu kribbeln in den Füßen, die Füße sind taub. Und dann ist nach wie vor letztendlich der Neurologe der Arzt, der sich um diese Erkrankung am besten kümmert. Wir wissen, dass gerade Patientinnen und Patienten, die primär nicht einen Neurologen aufsuchen, sondern zwar einen Orthopädin oder Orthopäden, doch häufig länger brauchen, um dann von dieser Kollegin oder Kollegen auch in neurologische, fachärztliche Behandlung überwiesen zu werden. Das ist für die Primärdiagnose. Im weiteren Sinn macht dann auf jeden Fall bei CMT-Erkrankungen macht es Sinn, sich an einen Neurologen zu halten, also einen Neurologen anbinden zu lassen, der einen regelmäßig sieht, alle 2 Jahre. Insbesondere dann, wenn es eine seltene Form von CMT-Erkrankung ist. Und Sie sprachen den Rehabilitationsmediziner an. Ich bin ja auch Rehabilitationsmediziner und aus meiner Sicht macht die Rehabilitation von CMT einen sehr großen Sinn, weil wir nach wie vor keine ursächliche medikamentöse Therapie haben und dass insbesondere die Aufrechterhaltung der Mobilität, der Beweglichkeit, der Gelenke, der Füße, des Fußes, des Laufens eine ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, Nummer 1 ist der Neurologe. Der Orthopäde wird häufig benötigt, auch um die Füße sich mit anzuschauen, aber der Orthopäde sollte hoffentlich immer den Neurologen mit im Hintergrund haben. Und wie gesagt, der Rehabilitationsmediziner ist aus meiner Sicht sehr wichtig dann, um dann im weiteren Verlauf Patienten auch zu begleiten. Menschen, bei denen eine CMT-Erkrankung diagnostiziert ist, haben häufig ein großes Problem. Das ist das Problem, dass sie oft die Schwierigkeit haben, Ärztinnen und Ärzte zu finden, die sie auch entsprechend weiter ernst nehmen und sie begleiten und dann ihnen auch die richtigen Ratschläge geben. Es macht Sinn, also als CMT-Patient, wenn die Diagnose gestellt ist, wirklich jemanden aufzusuchen, regelhaft, vielleicht einmal im Jahr, alle 2 Jahre, der mit der Erkrankung was anfangen kann, der also von der Erkrankung eine gewisse Expertise hat. Wir haben in Deutschland spezielle Zentren, die das machen. Das gibt es in vielen anderen Ländern auch, wo Menschen sitzen, die sich speziell auskennen. Warum ist das wichtig? Zum einen, um tatsächlich auch sozialmedizinisch, da geht es um Dinge wie Berentung unter Umständen, um Berufswahl und so weiter. Da können die Kollegen, die viele CMT-Patienten behandeln, oft sehr gute Ratschläge geben. Der andere Punkt ist, wir hoffen ja weiterhin, dass es in der Entwicklung bei CMT auch
zunehmend zu Therapiemöglichkeiten gibt. Und wenn sich jemand auskennt mit den Dingen, die da als Therapien möglicherweise irgendwann in Zukunft kommen, dann sind es die Zentren. Also erster Rat, suchen Sie regelmäßig Kolleginnen oder Kollegen auf, die sich mit CMT auskennen. Der zweite, für mich sehr ernstzunehmende Ratschlag ist, nehmen Sie Ihre Erkrankung ernst und kümmern Sie sich darum. Das bedeutet, kümmern Sie sich um die regelmäßige Physiotherapie, um die regelmäßige Ergotherapie, um zum Beispiel die Handfunktion aufrechtzuerhalten. Kümmern Sie sich um Ihre Ausdauer und um Ihre Sportlichkeit, auch wenn CMT das vermeintlich sehr erschwert, aber im Rahmen Ihrer Bewegung auch immer mal nicht über die Grenzen, aber die Grenzen zu erkennen, ohne die Muskulatur überzubelasten, ist eigentlich ein wichtiger Ratschlag, den wir auch in der Rehabilitationsmedizin machen. Bedeutet nicht eben, dass ich die Erkrankung einfach ignorieren sollte. Das Ignorieren der Erkrankung führt zu verschiedenen Dingen. Zum einen zu einer möglicherweise Überbelastung der Muskulatur, aber auch zum anderen damit, dass ich sozial und in diesem gesamten Umfeld möglicherweise gar nicht richtig verstanden werde. Offen und auch, sage ich mal, aktiv mit seiner Erkrankung umzugehen, mit der CMT-Erkrankung, ist der beste Weg und führt aus meiner Sicht zur höchsten Lebensqualität, als wenn ich versuche, die Erkrankung zur Seite zu schieben, zu tun, als ob sie gar nicht gibt. Also sie ernst zu nehmen und sich um sie kümmern, so wie ich mich um andere Erkrankungen auch kümmern müsste, halte ich ganz wichtig. Und der dritte wichtige Ratschlag ist tatsächlich auch sich im Zweifelsfall, wenn ich das Gefühl habe, auf Menschen zu treffen, die sich wenig mit CMT auskennen, weiter zu suchen, weiterzugehen. Wo finde ich den Spezialisten? Auch das ist national in den verschiedenen europäischen Ländern. Gibt es immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr gut mit CMT auskennen und im Zweifelsfall nicht locker lassen und diese Kolleginnen und Kollegen auch wirklich zu konsultieren, damit ich eine fundierte Meinung zu der Erkrankung bekomme.